Was geht? Mein Name ist Philipp und ihr seid hier auf meinem YouTube-Channel gelandet. Dieser wird ein bisschen als verlängerter Arm von meinem Instagram dienen. Dort heiße ich Philips Finds. Falls ihr da mal vorbeischauen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Alles Vintage, Thrift und Secondhand Materie. Ja, kurz zu mir. Ich habe eher gesagt eine geraume Zeit von meiner Jugend und meiner Kindheit in den Staaten verbracht und dort sind halt Thrift- und Secondhand-Läden krass vertreten. Ich muss aber ehrlich sein, dass ich mich damals noch nicht so richtig getraut habe, die Sachen zu tragen. Und auch in die Läden reinzugehen und durch die T-Shirts zu flippen. Deswegen kam das erst später bei mir. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe viel Supreme getragen, ich habe viel Hype-Sachen getragen, viel Markenklamotten und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, dass es nicht so meins ist und dass ich mich viel krasser mit Vintage identifiziere und gerne zeige, was ich feiere, welche Bands ich feiere, welche Sachen ich allgemein feiere, kann man mit Vintage halt sehr gut ausdrücken. Und für das erste Video dachte ich mir, hau ich dann gleich mal meine Top 5 raus. Das sind nicht die Top 5 krassesten Pieces, die ich in meiner Kollektion habe, sondern wirklich die Pieces, die ich am meisten trage und die höchstwahrscheinlich niemals verkauft werden. Genau, fangen wir mit dem ersten an. Meine absolute Lieblingsband, bin mit denen aufgewachsen, so ein bisschen. Und höre sie bis zum heutigen Tage. Ist natürlich immer geil, wenn die ganze Band auf dem T-Shirt ist. Rest in Peace Chester. Hinten die Logos. Ja, einfach nur clean und simpel. Hammer. Genau, bevor ich das vergesse, ich werde euch am Ende erzählen, wie viel ich für jedes einzelne bezahlt habe, damit ihr mal so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie viel Vintage-T-Shirts kosten, wenn man weiß, wo man sucht und wenn man sich auch mal die Zeit nimmt. Genau, das zweite, Fantastic Four, 2004 oder 2005, das T-Shirt ist von 2004, ich glaube der Film kam 2005 raus oder so. Ist natürlich auf das Comic angelehnt, aber ich weiß halt noch, als der Film rauskam und es war so eine total neue Experience, so Superhelden, also für mich als Kind. Und dieses T-Shirt ist einfach nur der Hammer. All Over Prince feiere ich ziemlich doll. Und gerade wie Mr. Beast da seinen Arm Mr. Beast, genau. Wie Mr. Fantastic und Beast den Arm schlingt, das ist ziemlich cool. Ja. Leider nichts auf der Rückseite, aber ein absolut cooles T-Shirt. Genau, machen wir weiter mit eines der seltensten T-Shirts, die ich habe. Ein Bob Marley Rap-Tee oder ein Rap-Style-Tee eher gesagt. Und hinten die Lyrics drauf mit dem Song, mit den Wailers. Und insgesamt halt Bob Marley in so einem Rap-Style zu sehen, ist halt ziemlich selten. Single Stitch auf einem Evans-Tag und der King of Reggae, was soll man da mehr zu sagen? Die Farben hinten, absolutes geiles T-Shirt. Ja. Genau, kommen wir zum vierten und ich denke mal, dass es mein seltenstes ist und mein ältestes. Ich hatte mal ein 1989er Harley Davidson T-Shirt, leider ist das abhanden gekommen. Aber zurück zu dem hier. Man kann von dem T-Shirt halten, was man möchte. Immer wenn ich davor sitze, dann entdecke ich irgendwas Neues auf der Grafik. Und Jimi Hendrix Experience, Single Stitch auf einem Winterland Tag. Dieses T-Shirt ist einfach nur awesome to me. Gerade ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, den Print sozusagen um den Kragen zu kriegen und das ist schon heftig. Ich glaube, es war in den 80ern, war das eine Konstellation aus einem Bassisten, einem Gitarristen und Jimi Hendrix und das war dann die Jimi Hendrix Experience. Und dieses T-Shirt ist einfach, das wird nie meine Hände verlassen, auch wenn es ein bisschen groß ist für mich, aber das ist mir egal. Und ja, einfach nur ein cooles T-Shirt. Ja, und jetzt zum letzten, mein absolutes Lieblings-T-Shirt. Der Fit, der Fade, die Story. Ich mag einfach alles. Und Shoutout to Moritz, ein Kumpel von mir. Ohne ihn hätte ich das, glaube ich, gar nicht mitgenommen. Das ist ein Herr, der heißt Leonard Peltier oder Peltier. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Der kann sich aber bei mir melden. Ja, wird vielleicht schwierig, weil er seit 1977 im Knast sitzt. Genau, er hat wohl angeblich 2 FBI-Agents erschossen und war ein Aktivist für die Indian American Movement und hat 2-mal Life Sentences bekommen. Heißt, er sitzt immer noch im Gefängnis und das hier war ein
Lauf, der ihm gewidmet worden ist in 2005. Und ja, Visions of Freedom, we're not as free as we think we are. Und dann Free Leonard. Es war in einem ganz, ganz kleinen Secondhand-Shop in Las Cruces, New Mexico. Und ich glaube, kann ich ja schon mal spoilern, ich glaube, es hat $2,50 gekostet. Und ja, ist einfach so mein persönlicher Favorit. Ist nichts Gehyptes oder sowas, aber das wird niemals meine Kollektion verlassen. Das passt einfach perfekt. Genau. Ja, fangen wir mal mit dem Linkin Park T-Shirt an. Es hat 12 gekostet, mich 12 gekostet. Das Fantastic Four hat 15 gekostet, das Bob Marley hat 11 gekostet, das Jimi Hendrix war 18 und mein Lieblings-T-Shirt, wie gesagt, war $2,50 oder $2 oder $3 oder sowas in die Richtung. Ja, also, es ist nicht schwer, auf einem Budget Flyers zu sehen, man muss sich bloß ein bisschen die Zeit nehmen, man muss ein bisschen suchen, Flohmärkte, alles Mögliche. Also es gibt ganz viel, einfach mal auf den Dachboden gehen von euren Eltern und einfach mal gucken, was da alles so liegt. Ich habe auch schon einiges gefunden und bin froh, dass ich es getan habe. Genau. Falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, falls ihr mal die Tupac-Kollektion sehen wollt oder die Nirvana-Kollektion oder Windbreaker, hier Jacken, Caps, ich habe da vieles da, könnt auch viel Content dazu machen. Einfach mal in die Kommentare, auch wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Was Begriffe angeht, Single Stitch oder was weiß ich, alles in die Kommentare gerne. Und ja, am besten wäre auch noch, ihr schreibt in die Kommentare, welches T-Shirt ihr am besten findet oder fandet oder alle waren scheiße, kann ja auch sein. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, weil ich habe es vor, wöchentlich zu machen, wenn es gut ankommt.